Heute gibt es badischen Kartoffelsalat. Hallo, Nico hier, schön dich zu sehen. Hier hinter mir im Ofen, da habe ich gerade einen Fleischkäse am Backen. Und bis der fertig ist, da zeige ich dir, wie ich den Kartoffelsalat gemacht habe. Beim Kartoffelsalat mögen die Meinungen auseinandergehen. Die einen, statistisch sogar die Mehrheit, mag ihn mit Mayonnaise. Ich gehöre zur Minderheitengruppe und kann ihn nicht leiden. Also den Kartoffelsalat mit Mayonnaise. Daher war ich froh, als ich vor einigen Jahren die Entdeckung gemacht habe, dass Kartoffelsalat auch ohne Mayonnaise sehr lecker wird. Nämlich mit Brühe. In meiner letzten Wahlheimat am Bodensee habe ich die besonders leckere badische Version kennengelernt, den badischen Kartoffelsalat. Würzig, schöne Säure, super saftige, cremige Konsistenz. Muss ich noch mehr Werbung machen? Ich habe schon mal damit angefangen, 600 Gramm Kartoffeln aufzusetzen. Aber halt doch nicht mit einer Prise Salz. Kartoffeln müssen in stark gesalzenem Wasser gekocht werden, insbesondere Kartoffeln mit Schale. Die Kartoffeln in gesalzenem Wasser in ca. 25 Minuten weich kochen. Während die Kartoffeln kochen, können wir schon mal die Zwiebeln schneiden. Wir brauchen 2 mittelgroße Zwiebeln. Okay, meine sind etwas größer, aber ich liebe Zwiebeln. Ich schneide den Wurzelansatz heraus, da ich die Zwiebeln längs in Streifen schneiden möchte und mir der Ansatz sonst im Weg wäre. Außerdem schmecken Zwiebeln weniger streng und du musst weniger weinen, wenn man Zwiebeln längs aufschneidet. Warum das so ist, erkläre ich demnächst in einem Video. Sei so lieb und hilf dem Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben Knopf drückst. Das hilft mir wirklich sehr, weil dann das Video auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Sei auch so lieb und hilf mir dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! Inzwischen sind die Kartoffeln gar. Um sicher zu sein, überprüfe das mit einer Gabel, nicht mit der Messerspitze, denn die lässt sich auch leicht in feste Kartoffeln stecken. Die Kartoffeln dann abgießen und abkühlen lassen. Zum Pellen sind sie noch zu heiß. Darum machen wir als nächstes die Salatsauce. Dafür gebe ich hier 3 Esslöffel Rapsöl in eine Pfanne. Die Zwiebelstreifen dazugeben und bei mittlerer bis schwacher Hitze in etwa 8 Minuten weich dünsten. Schöner sieht es aus, wenn die Zwiebeln keine Farbe dabei nehmen. Leckerer wird es, wenn sie etwas gebräunt werden. Du entscheidest, was dir wichtig ist. Die Zwiebeln regelmäßig umrühren. Wenn sie weich sind, kommen 250 ml Fleischbrühe oder Gemüsebrühe dazu. Ich verwende hier selber gekochte Fleischbrühe, aber man kann es sich natürlich auch einfach machen und gekörnte Brühe verwenden. Ich verurteile dich nicht, wenn du gekörnte Brühe verwendest. Die Brühe dazugeben und aufkochen lassen. Die Pfanne dann beiseite ziehen und 3 Esslöffel Weißwein oder Rotweinessig, 1 Esslöffel mittelscharfer Senf, 1,5 bis 1 Esslöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz und 2 bis 3 Prisen Pfeffer dazugeben und verrühren. Die Salatsauce, falls nötig, weiter kräftig abschmecken. Sie muss etwas zu sauer und etwas zu salzig schmecken, da die Kartoffeln viel vom Geschmack aufsaugen. Der abgekühlte Kartoffelsalat schmeckt anschließend wesentlich milder. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort befindet sich auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Als nächstes können wir dann die Kartoffeln pellen und in etwa einen halben Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Die warme Salatsauce dazugeben und mit den Kartoffeln vermischen. Den Kartoffelsalat dann abgedeckt bei Raumtemperatur für mindestens 1 Stunde ziehen lassen. Dabei gelegentlich durchrühren. Um noch ein wenig Farbe an den Salat zu bringen, hacke ich noch etwas glatte Petersilie fein. Liebstöcke sieht auch immer schön aus. Schnittlauch passt natürlich auch ganz gut, aber dadurch, dass schon Zwiebeln am Salat sind, kann das schon zu viel Zwiebelaroma sein. Wer keine Zwiebeln mag, kann sie übrigens auch weglassen und 2 Kartoffeln mehr verwenden. Ganz wichtig, den Kartoffelsalat nie kalt aus dem Kühlschrank essen, immer bei Raumtemperatur. Am zweitwichtigsten, immer am selben Tag essen. Am nächsten Tag schmeckt er nämlich nicht mehr so gut. Meiner Meinung nach. Klassisch serviert wird der Kartoffelsalat in Baden-Württemberg mit Schäufele, einem Kasseler Fleisch aus der flachen Schweineschulter. Kassler vom Rücken oder mit Fleischkäse geht natürlich auch gut. Wiener Würstchen oder Bockwurst passen auch sehr gut dazu. Und das alles ohne schwere Mayonnaise. Die perfekte Kombination. Mir läuft so das Wasser im Mund zusammen schon wieder. Ich kann fast nicht richtig reden.
bevor ich jetzt aber hier anfange zu essen und überhaupt, meine Frau wartet da drinnen, die isst nämlich auch unheimlich gerne einen Fleischkäse, verabschiede ich mich. Dankeschön fürs Einschalten. Dankeschön, dass du mich bis hierher begleitet hast. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. In dem hier oder in dem hier. In einem von den beiden zumindest, die da jetzt gleich erscheinen. Du hast gesagt, der Nico ist weg. Das heißt, lass mir noch einen Daumen nach oben da. Und dann ist der Nico weg. Fleischkäse mit Kartoffelsalat essen. Ciao.